Also mein Name ist Ilona Seidel-Jahre, bin österreichische Gebärdensprachdolmetscherin, arbeite aber auch für Französisch-Ungarisch als Übersetzerin und Dolmetscherin und bin aber aufgrund meines beruflichen Werdegangs jetzt hauptsächlich für gehörlose Menschen tätig. Ich habe selber in Graz am ITAT, am Institut für Translationswissenschaft, Französisch-Ungarisch studiert, auch abgeschlossen und dann im Laufe meines zweiten Studienabschnitts das Freifach österreichische Gebärdensprache gewählt, einfach nur für mich als Interesse. Und wie das dann manchmal so ist, war im richtigen Zeitpunkt mit meinem Studium fertig, mit meiner Diplomarbeit fertig und hatte quasi Zeit und Energie in einem Rahmen eines EU-Projektes von Horizon, das war eine Weiterbildung für bereits praktizierende Dolmetscher, da mitzumachen, als eben von der Uni kommend, vom Theoretischen kommend, noch nicht im Beruf stehend, aber irgendwie war es sehr gewünscht, Theorie und Praxis zu vereinen, um den Beruf des Gebärdensprachdolmetschens zu professionalisieren in Österreich. Gehörte zu diesen ersten staatlich anerkannten geprüften Dolmetscherinnen. Und dann ging es los, also mit Mundpropaganda. Ich habe mich nie irgendwo vorstellen müssen. Aber es war so, dass eben diesen Beruf es nur als Selbstständige auszuüben war. Also es gab keine Firma, die mich hätte anstellen können oder so. Also das war das Glück, dass ich halt dann in so einem Prozess war, wo sehr viel neu war, wo sehr viel gestartet ist. Eben die Stellen haben nur mehr uns geprüfte Dolmetscherinnen bezahlt. Das war so das Plus gegenüber den anderen praktizierenden Dolmetschern, die keine Ausbildung hatten. Gehörlose haben uns selber quasi bevorzugt, weil wir ein anderes Auftreten, ein anderes Verhalten hatten. Das waren so ein paar, deswegen sage ich war so irgendwie zum richtigen Zeitpunkt mit allem bereit und das hat mir sehr geholfen. Die Aufträge waren zwar schon da, aber dass man davon leben konnte, hat gute 10-12 Jahre gebraucht. Also 10 Jahre waren eine Durststrecke, wo mein Steuerberater mir dann immer gesagt hat, und von was leben Sie eigentlich? Zu dem Zeitpunkt auch noch auf der Uni als Lektorin. Aber dann, als meine Kinder kamen, konnte ich den Uniberuf nicht mehr vereinen. War ich einfach zeitlich dermaßen gebunden mit 3 Kindern, war das alles nicht mehr so leicht. Aber die Gebärdensprache und die Möglichkeit, in der Steiermark zu bleiben, hat mir quasi die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie ermöglicht. Und so ist das dann gekommen, dass das dann letztendlich mein Hauptberuf wurde. Die Selbstständigkeit bietet ja doch die Möglichkeit, also keinen 9-to-5-Job zu haben und keine fixen Urlaubszeiten, sondern man kann sich ein bisschen die Zeit einteilen. Ich sage aber nur ein bisschen, denn man ist auch gleichzeitig sehr fremdbestimmt, weil die Kunden brauchen einen als Dolmetscherin zu ihrem Zeitpunkt und ich kann immer nur entscheiden, habe ich da auch Zeit, nehme ich das Geld oder kann ich es mir erlauben zu sagen, nein, ich nehme diesen Auftrag nicht an, dann sage ich halt auch Nein zu dem Geld. Oder ich sage auch Nein zu eventuellen Folgeaufträgen. Und dieses Abwägen ist nicht immer einfach, aber es ist eine Chance, um eine Familie irgendwie damit noch zu verbinden. Und ich glaube, wenn die Familie jetzt einverstanden ist, auch sehr flexibel zu sein, so wie man selber sehr flexibel ist, dann geht es schon in irgendeiner Form und in einer Art und Weise. Kinder sind gerade in den ersten Lebensjahren extrem viel krank, was auch gut ist, weil sie müssen ihr Immunsystem entwickeln. Das bedeutet aber, dass man manchmal zu Terminen nicht jetzt sagen kann, nein, ich muss Pflegeurlaub nehmen, was in einer Firma vielleicht möglich wäre, sondern ich muss sagen, wer schaut mir jetzt auf meine kranken Kinder? Und das macht keine professionelle Betreuung, sondern das macht eigentlich nur Familie. Und da hatte ich das große, große Glück, meinen Vater zu haben, der mich da unterstützt hat. Also ohne ihn hätte ich diesen Beruf nicht leben können. Also das ist so die Kehrseite der Geschichte. Einerseits zeitlich flexibel, ja, aber eben, wenn Kinder krank, dann nein, weil dann, man kann immer nur, Flexibilität ist immer ein bisschen ein dehnbarer Begriff. Mitgeben kann ich, offen bleiben
flexibel und spontan bleiben, ja, und die eigene Persönlichkeit immer wieder nachschärfen und auch da am Ball bleiben, sich weiterbilden, fachlich, aber auch emotional, sozial, menschlich. Das ist so der Tipp, diese Bereitschaft. Ich nenne es einfach auch ein bisschen, ja, Neugierde am Leben.